Die heutige Geschichte begann wie das Drehbuch eines Hollywood-Thrillers. Es ist jedoch nicht ganz klar, ob es darin einen Täter oder nur Opfer gibt. Eines ist sicher: Nicht alle haben diesen Vorfall überlebt. Kaylin Gillis wurde 2003 in einer Familie geboren, die in der kleinen Stadt Schuylerville im US-Bundesstaat New York lebte. Um eine Familie zu gründen und Kinder großzuziehen, kauften ihre Eltern ein großes Haus in einer ruhigen, wohlhabenden Gegend. Hier lebten etwa 1000 Menschen. Sie führten ein ruhiges und beschauliches Leben. Kaylin wuchs inmitten einer natürlichen Landschaft auf, absolvierte die örtliche Schule und plante anschließend aufs College zu gehen. Die junge Frau träumte davon, Meeresbiologin oder Tierärztin zu werden, da sie Tiere schon immer sehr liebte. Sie war ein gütiger und fröhlicher Mensch und half gerne Tieren und Menschen. Aber auch Mitgefühl für Menschen in Not war Kaylin nicht fremd. Im Jahr 2023 wurde sie 20 Jahre alt. Sie bewarb sich für ein Studium der Meeresbiologie an einem College in Florida und wartete auf eine Antwort. In der Zwischenzeit arbeitete sie, um Geld zu sparen. Sie wollte so unabhängig wie möglich von ihren Eltern werden. Nebenbei traf sie sich mit ihrem Freund Blake Walsh und verbrachte gerne Zeit mit ihren Freunden. Kaylin war in der Schule ziemlich beliebt. Die junge Frau hatte zu allen, die sie kannte, ein herzliches Verhältnis. Der 15. April 2023 war ein ganz normaler Samstag. Kaylin wachte morgens auf. An diesem Tag arbeitete sie nicht und verbrachte die Zeit gemächlich zu Hause. Nach dem Mittagessen begann sie, sich auf das abendliche Treffen mit Freunden vorzubereiten. Sie und ihre Freunde, darunter auch Blake, waren zu einer Party eingeladen, die am späten Abend stattfinden sollte. Nach 21 Uhr telefonierte sie mit ihrem Freund. Er holte sie mit seinem Geländewagen Ford Explorer ab. Sie wollten in eine kleine Stadt namens Hebron fahren. Kaylin setzte sich auf den Beifahrersitz und sie fuhren zum Supermarkt ihrer Heimatstadt. Dort warteten die anderen Freunde auf sie. Zu der Gruppe gesellte sich ein weiteres Auto mit jungen Leuten, einem jungen Mann und einer jungen Frau. Eine weitere Person fuhr mit dem Motorrad. Gleich zu Beginn des Treffens erklärte er, dass sein Motorrad nicht ganz in Ordnung sei und daher beim Anhalten stehen bleiben könnte. Der Junge glaubte, dass er es bis zum Haus, in dem die Party stattfand, schaffen würde und wollte das Motorrad am Montag zur Reparatur bringen. Eine ganze Kolonne aus 2 Autos und einem Motorrad machte sich auf den Weg nach Hebron, ohne zu ahnen, wie diese Fahrt enden würde. Als sie am späten Samstagabend in Hebron ankamen, stellten die jungen Leute fest, dass sie keinen Mobilfunkempfang mehr hatten. Sie wussten aus der Beschreibung, auf welche unbefestigte Straße sie abbiegen mussten, aber in der Dämmerung sahen alle Wege gleich aus. Schlimmer noch, aufgrund der Verbindungsprobleme funktionierten die Navigationsgeräte nicht und die Mobiltelefone hatten einige Kilometer vor der ersten Abzweigung keinen Empfang mehr. Sie mussten sich vollständig auf die Angaben ihrer Freunde verlassen. Das Haus musste anhand der zuvor erhaltenen Beschreibung gesucht werden. Sie dachten, dass das Haus, in dem die Party stattfand, auffallen müsste. Das Problem war, dass die Gegend ziemlich abgelegen war und zu jedem Haus eine lange Zufahrt führte. Sie sahen alle ähnlich aus und keines stach besonders hervor. Die Gruppe bog auf einen langen Feldweg ab und fuhr weiter, in der Hoffnung, dass sie sich nicht geirrt hatte. Nachdem sie jedoch etwa 3 Kilometer gefahren waren und endlich ein großes Haus sahen, stellten sie fest, dass darin kein Licht brannte. Offensichtlich sollte der Ort der Party laut sein, aber hier war es still. Ein paar Dutzend Meter vor dem Haus öffnete Kaylin das Fenster und wandte sich an ihre Freunde, die langsam neben dem Auto ihres Freundes herfuhren. Sie sagte, dass sie sich offenbar geirrt hätten. Um zu wenden, mussten sie bis zum Haus fahren, wo etwas mehr Platz war. Die jungen Leute vergewisserten sich, dass kein Licht brannte und hier keine Party stattfand. Jetzt wollten sie wenden und weiterfahren, um die nächste Straße und das nächste Haus zu überprüfen. Der Junge, der auf dem Motorrad saß, wollte nicht anhalten. Wenn er den Gashebel zurücknahm, könnte das Motorrad absterben, deshalb drehte er mehrmals den Gashebel auf. Der Motor brüllte laut auf. In diesem Moment ging im Haus das Licht an. Blakes Auto war das zweite. Das erste schaffte es zu wenden, aber Blake zögerte etwas und ließ seine Freunde vorbeifahren. Kaylin drehte sich um und sah, wie nach dem Anzünden des Lichts ein Mann auf die Veranda rannte. In seinen Händen hielt er eine Schusswaffe. Er schoss sofort in die Luft, dann ertönte ein zweiter Knall. Die jungen Leute erschraken so sehr, dass sie sofort losfuhren. Kaylins Freund trat aufs Gaspedal. Nach 100 Metern bemerkte Blake aus den Augenwinkeln, dass Kaylin schwer atmete und still war.
obwohl die Situation sie mindestens genauso erschüttert haben musste wie ihn. Er fragte sie, ob alles in Ordnung sei, aber sie antwortete nicht. Als er sie ansah und das Licht im Auto einschaltete, sah er, dass Cailin stark blutete. Blake war so schockiert und verängstigt, dass er das vor ihm fahrende Auto auf dem Seitenstreifen überholte und innerhalb weniger Minuten mehrere Kilometer zurücklegte, da ihm klar war, dass sie dringend Hilfe brauchten. Später erzählte er, dass es ihm vorkam, als seien nur wenige Sekunden vergangen. So stark war der Adrenalinschub. Auf der ganzen Fahrt versuchte er, den Rettungsdienst unter 911 anzurufen, aber aufgrund des fehlenden Mobilfunkempfangs gelang es ihm nicht, Hilfe zu rufen. Als er endlich Netzempfang hatte, rief Blake Walsh sofort den Rettungsdienst an. Um 21:45 Uhr erhielt der Dispatcher einen Anruf von einem aufgeregten jungen Mann. Er war verängstigt und erklärte, dass seine 20-jährige Freundin Cailin Gillis schwer verletzt sei. Nach Angaben des Mannes traf sie eine Kugel, die ein unbekannter Mann, der auf seine Veranda getreten war, abgefeuert hatte, am Hals. Die junge Frau reagierte auf nichts. Die Dispatcherin beriet Blake, wie er erste Hilfe leisten könne. Er befolgte die Anweisungen genau, während die Rettungskräfte zum Einsatzort fuhren. Die Situation sah sehr ernst aus. Als erste traf die Polizei ein. Sie fanden eine Gruppe junger Leute vor, eine junge Frau, die keine Lebenszeichen von sich gab, und Blake, der voller Blut war. Auch Sanitäter wurden zu der angegebenen Adresse geschickt. Die Polizeibeamten gingen davon aus, dass Cailin verstorben war. Ihr Freund zitterte, weinte und flehte darum, ihr zu helfen. Leider zeigte sie zu diesem Zeitpunkt bereits keine Lebenszeichen mehr. Es gelang nicht, sie zu retten. Cailin starb an einer Schusswunde im Nacken, die zu starken Blutungen geführt hatte. Die Sanitäter stellten den Tod fest. Die Polizisten untersuchten sofort die Autos und die Sachen der jungen Leute, die sie gerufen hatten. Fast sofort kam der Verdacht auf, dass tatsächlich jemand aus der Gruppe auf sie geschossen haben könnte. Blakes Geländewagen war unbeschädigt. Trotz der Geschichte über den Mann mit dem Gewehr behauptete er, dass Cailin mit heruntergelassenem Fenster gefahren sei. Niemand hatte eine Schusswaffe bei sich. Allerdings hätten sie diese wegwerfen können, weshalb die gesamte Gruppe zur Polizeistation gebracht wurde, um alle Umstände des Vorfalls aufzuklären. In der Zwischenzeit wurde Cailins Leiche zur Obduktion gebracht. Der Gerichtsmediziner stellte eine einzige Schusswunde am Hals fest, die tödlich war. Es gab keine Anzeichen für einen Kampf oder eine Vergewaltigung. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als würde die Gruppe von Freunden die Wahrheit sagen. Allerdings musste dies noch überprüft werden. Die Ermittler sprachen mit den jungen Leuten. 3 von ihnen waren Freunde der Verstorbenen, einer ihr Freund. Es war nicht leicht, sie zu beruhigen. Sie waren wegen des Vorfalls erschrocken und behaupteten, dass sie den Mann, der geschossen hatte, in keiner Weise provoziert hätten. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Während die Polizisten weiter mit den jungen Leuten sprachen und sich davon überzeugten, dass sie nichts mit den Schüssen auf Cailin zu tun hatten, fuhr ein Streifenwagen zu dem Ort, an dem laut Blake Walsh die Schüsse gefallen waren. Die Beamten fanden das Haus anhand der Beschreibung der Opfer ohne Schwierigkeiten. Als sie jedoch dort ankamen und an die Tür klopften, öffnete niemand. Einer der Polizisten umrundete das Gebäude und leuchtete mit einer Taschenlampe in die Fenster. Er bemerkte Bewegungen im Inneren und hörte Geräusche. Der zweite untersuchte unterdessen mit einer Taschenlampe das Grundstück. Er entdeckte Reifenspuren, die darauf hindeuteten, dass mehrere Autos in Eile von dort weggefahren waren. Die Beamten versuchten weiterhin, den Hausbesitzer zu erreichen und erklärten, sie hätten Schüsse gehört und seien gekommen, um zu überprüfen, ob alles in Ordnung sei. Nach einigen Minuten ging im Haus das Licht an. Die Tür wurde von einem Mann geöffnet, der sich als Kevin Monahan vorstellte. Er war zu diesem Zeitpunkt 66 Jahre alt und lebte mit seiner Frau in Hebron. Zunächst bestritt Kevin, dass junge Leute zu ihm gekommen waren. Nach einer Überprüfung wurde die Adresse jedoch bestätigt. Daraufhin änderte der Mann seine Aussage. Nun behauptete er, dass spät am Abend eine ganze Gruppe junger Leute, die mit Autos und Motorrädern zu seinem Grundstück gekommen waren, versucht habe, ihn anzugreifen. Er gab an, dass er gezwungen gewesen sei, mit einer Schusswaffe auf die Straße zu gehen, um sie zu verscheuchen, und einen Schuss in die Luft abgegeben habe.
Aufgrund seiner Angst und der schlechten Beleuchtung am Abend stolperte er jedoch über einen Nagel, der aus der Veranda ragte, woraufhin ihm das Gewehr aus der Hand fiel. Dabei löste sich ein weiterer Schuss. Kevin bestand darauf, dass er keine Ahnung gehabt habe, dass er jemanden verletzt hatte, da er dies nicht beabsichtigt habe. Als ihm mitgeteilt wurde, dass Kaylin gestorben war, weil er sie am Hals getroffen hatte, zeigte er keine Emotionen, sondern erklärte erneut, dass dies unbeabsichtigt und ein Unfall gewesen sei. Der Mann behauptete, dass er und seine Frau sich zu später Stunde durch laute Geräusche erschreckt hätten. Als sie aus dem Fenster schauten, sahen sie eine Gruppe unbekannter junger Leute, die seiner Meinung nach nicht sehr freundlich gesinnt waren. Sie machten viel Lärm und rasten direkt vor seinem Haus herum. Angesichts der Uhrzeit und der Tatsache, dass er mit seiner Frau in einer abgelegenen, menschenleeren Gegend lebte, erschien ihnen das alles sehr beängstigend. Kevins Gewehr wurde zur ballistischen Untersuchung beschlagnahmt. Die Experten im Labor bestätigten, dass Kaylin mit genau dieser Waffe erschossen worden war. Die aus dem Gewehr abgefeuerten Kugeln sowie die aus dem Körper des Opfers entfernte Kugel wiesen identische Rillen und Kerben auf. Diese sind wie Fingerabdrücke, die die Züge des Laufs auf der Oberfläche der Kugel hinterlassen, für jede Waffe einzigartig. Als Kevin zur offiziellen Vernehmung zum Sheriff gebracht wurde, beharrte er weiterhin darauf, dass er unschuldig sei und niemanden töten wollte. Der Mann wiederholte erneut, dass die jungen Leute versucht hätten, seine Familie anzugreifen und dass er keinen zweiten Schuss abgeben wollte, sondern nur die Angreifer durch einen Schuss in die Luft abschrecken wollte. Nach Angaben des Verdächtigen war sein Gewehr alt. Er habe bei der Jagd wiederholt Probleme mit der Funktion des Mechanismus gehabt. Die Waffe sei defekt gewesen. Genau aus diesem Grund, so sagte er, sei der zweite Schuss beim Herunterfallen der Waffe abgefeuert worden. Das Gewehr wurde einer gründlichen Untersuchung unterzogen, aber es wurden keine Probleme mit der Schusswaffe festgestellt, die zu diesem tragischen Unfall hätten führen können. Allerdings konnte diese Möglichkeit auch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Strafverfolgungsbehörden die Familie von Kaylin Gillis bereits darüber informiert, dass die junge Frau ums Leben gekommen war. Sie alle waren schockiert über diesen tragischen Zufall und glaubten, dass ihr Tod kein Unfall gewesen sein konnte. Die Ermittler überprüften alle Beteiligten in diesem Fall sorgfältig. Wie sich herausstellte, hatte bis zu diesem Zeitpunkt niemand Probleme mit dem Gesetz gehabt. Die jungen Leute, darunter Kaylin und ihr Freund Blake, waren nie vorbestraft. Sie waren ehrbare Bürger. Bei dem jungen Mann wurden nur ein paar Strafzettel wegen Falschparkens gefunden. Alle beschrieben die Gruppe als sehr anständige und vernünftige Menschen, die nach beruflichem Erfolg strebten, eine Familie gründen wollten und nicht zu Gewalt neigten. Die bloße Annahme, dass sie nachts in ein fremdes Haus kommen könnten, um sich über die Besitzer lustig zu machen, erschien allen Bekannten der Gruppe absurd. Der Verdächtige Kevin Monahan und seine Frau waren ebenfalls normale, anständige Amerikaner, die in ihrem fortgeschrittenen Alter getrennt von ihren Kindern lebten. Zu diesem Zeitpunkt waren alle bereits erwachsen und hatten ihre eigenen Familien gegründet. Die Kinder des Paares wurden ebenfalls befragt und waren überrascht, dass ihre Eltern überhaupt in so etwas verwickelt waren. Kevin besaß seit vielen Jahrzehnten sein Bauernhaus. Der Mann war nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Die Nachbarn beschrieben ihn als einen Menschen, der nicht zu Konflikten neigte, aber etwas nervös war. Das ältere Ehepaar lebte in einer sehr abgelegenen und einsamen Gegend, sodass selbst zufällig vorbeifahrende Autos beide ernsthaft erschrecken konnten. Die Geschichte schien glaubwürdig, vor allem angesichts der späten Stunde. Allerdings glaubten nicht alle daran. Kevin blieb hartnäckig. Er beharrte darauf, dass er und seine Frau durch den Lärm, den sie gehört hatten und der sie geweckt hatte, sehr erschrocken waren. Die Frau blieb im Haus, während er, als Familienoberhaupt und Beschützer seiner Frau, zur Schusswaffe griff, um die unliebsamen Gäste zu verscheuchen. Auch seine Frau stand auf Kevins Seite und bestätigte jedes seiner Worte. Sie erklärte, dass der Lärm in der Nähe ihres Hauses zu lange gedauert habe, als dass es sich um zufällig vorbeifahrende Autos gehandelt hätte, die sofort versucht hätten wegzufahren. Wenn sie tatsächlich sofort gewendet hätten, wäre Kevin gar nicht erst aus dem Haus gegangen. Aber laut ihrer Aussage wurde er dazu gezwungen und dabei auch noch das Gewehr zu nehmen, weil draußen ein Motorrad bedrohlich lärmte. Kevins Frau erzählte, dass sie von einer kriminellen Bikerbande gehört hatten, die in ihrer Gegend dunkle Geschäfte machte, und deshalb vermuteten sie, dass die Bande nun auch sie gefunden hatte.
Warum hatten die beiden nicht daran gedacht, die Polizei zu rufen? Kevin fiel es schwer, darauf zu antworten. Seine Frau sagte, sie habe darüber nachgedacht, aber sie wusste, dass die Streifenpolizisten nicht rechtzeitig in dieser abgelegenen Gegend eintreffen würden, bevor es zu spät wäre. Als Kevin zurückkam, beruhigten sie sich. Der Mann wusste nicht, dass er Kaylin angeschossen hatte. Frau Monahan war nicht Zeugin des Vorfalls auf der Straße, da sie sich im hinteren Teil des Hauses versteckt hatte und ebenfalls nicht wusste, dass ihr Mann jemanden getötet oder verletzt haben könnte. Die jungen Leute, die mit Kaylin zusammen waren, beharrten weiterhin darauf, dass das Ganze nicht länger als ein paar Minuten gedauert habe. Sie brauchten nur Zeit, um zu begreifen, was passiert war, zu verstehen, dass dies nicht das richtige Haus war, erneut zu versuchen, mit der Gruppe, die die Party veranstaltet hatte, in Kontakt zu treten und dann zu gehen. Später stellte sich heraus, dass sie sich nur um eine Abzweigung geirrt hatten. Die Party fand etwa einen halben Kilometer vom Haus der Monahans entfernt statt. Bereits am nächsten Tag, einem Sonntag, wurde Kevin Monahan wegen Mordes 2. Grades und Fälschung von Beweismitteln angeklagt. Der Mann bekannte sich weiterhin nicht schuldig. Die Familie der Verstorbenen bestand darauf, dass Kaylin nicht durch einen Unfall ums Leben gekommen war. Der Schütze habe absichtlich geschossen. Für eine Anklage wegen Mordes 1. Grades reichten die Beweise jedoch nicht aus. Die Staatsanwaltschaft wollte dies dennoch erreichen. Nach Ansicht der Ermittler stellten die jungen Leute, die mit Autos und Motorrädern zum Haus der Monahans kamen, keine Gefahr dar. Das war offensichtlich. Einer der Beamten erklärte auf der Pressekonferenz, er sei sich zu 100% sicher. Diese Gruppe seien Kinder sehr anständiger Leute, die man unmöglich mit Bikern oder Gangstern verwechseln könne. Diese Schlussfolgerungen wurden gezogen, nachdem nicht nur die Familien befragt und die Vorstrafen der jungen Männer und Frauen überprüft worden waren, sondern auch ihre Nachbarn, Arbeitgeber und Lehrer. Alle beschrieben sie als anständig, ruhig und verantwortungsvoll. Die Polizei erklärte außerdem, dass es sich um eine ländliche Gegend mit unbefestigten Straßen handle, in der man sich leicht verfahren könne. Sie fuhren nur wenige Minuten auf dieser Straße zu Kevins Haus, erkannten ihren Fehler und wollten gerade wegfahren, als der Hausbesitzer herauskam und 2 Schüsse abgab. Nach der Anklage wurde Kevin Monahan in das Gefängnis von Warren County gebracht, wo er auf den Beginn der Verhandlung warten sollte. Aufgrund der Anklagepunkte drohte ihm eine lebenslange Haftstrafe. Als auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, dass der Mörder der 20-Jährigen festgenommen worden war und auf seinen Prozess wartete, löste der Fall großes Aufsehen in der Öffentlichkeit aus. Die örtliche Gemeinde war wegen der Tat von Kevin Monahan sehr beunruhigt, aber nicht nur das. Das Verhalten des Mannes war besorgniserregend. Einer der Hauptgründe für die zunehmende Unruhe war ein weiterer Mord. Die Menschen hatten sich noch nicht von dem Vorfall erholt, der sich nur wenige Tage vor dem Tod von Kaylin Gillis ereignet hatte. In Kansas City versuchte ein 16-jähriger Junge namens Ralph Yarl, seine jüngeren Brüder von der Babysitterin abzuholen. Dies geschah ebenfalls in den Abendstunden. Der Highschool-Schüler tat dies zum ersten Mal in einer ihm unbekannten Gegend, da seine Eltern bei der Arbeit waren. Aus Versehen klopfte er an die falsche Tür. Anstatt ihm zu sagen, dass die Babysitterin im Nachbarhaus wohne, eröffnete ein 84-jähriger Hausbesitzer ohne Vorwarnung das Feuer. Der Mann traf Ralph 2-mal. Der Teenager überlebte den Vorfall nicht. Bei der Vernehmung behauptete der Angreifer, er habe den Jungen für einen Einbrecher gehalten. Tatsächlich war Ralph ein begabter Musiker, ein guter Schüler und vielversprechend für die Zukunft. Er sah nicht wie ein Krimineller aus, der solche Assoziationen hervorruft. Ralphs Tod warf die Frage nach Waffenbesitz und Selbstverteidigung auf. Die Menschen waren über diese Ereignisse empört. Zumal Ralph in seiner Art Kaylin ähnelte. Er war ebenfalls ein harmloser Junge, weit entfernt von Kriminalität, stammte aus einer anständigen Familie und dachte über seine Karriere und Familie nach. Nach Analyse der Umstände des Vorfalls kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass weder in diesem Fall noch in der Situation mit Kaylins Freundeskreis jemand die Täter bedroht hatte. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wurden die Angriffe durch irrationale Wut auf ungebetene Gäste ausgelöst, die einfach einen Fehler begangen hatten. Offensichtlich hatte keiner von ihnen den Tod verdient. Auf der Pressekonferenz sprachen viele Familienmitglieder und Freunde von Kaylin. Ihr Freund Blake, der zum Zeitpunkt der Schießerei bei ihr war, sprach sehr emotional. Er hatte Tränen in den Augen, als er seine Rede vorlas. Ihr Vater war empört. Kevin Monahan habe ihm die Möglichkeit genommen, seine Enkelkinder zu erleben
und zu sehen, wie seine wunderbare Tochter ihre Träume verwirklichen würde. Kaylins Freund erzählte, dass er sie bereits 2021 kennengelernt habe, als sie beide die Highschool abschlossen. Danach waren sie unzertrennlich und mehr als 4 Jahre lang zusammen. Laut Statistik trennen sich solche Paare in den meisten Fällen, aber Kaylin und Blake scherzten, dass sie zu den 2% gehören würden, die nach der Schule heiraten und ihr ganzes Leben zusammenbleiben. Er hatte große Pläne für sein Leben mit Kaylin. Der junge Mann träumte davon, mit ihr eine Familie zu gründen. Sie wollten sofort nach ihrem Abschluss heiraten. In einem Fernsehinterview erklärte Blake, dass Mr. Monahan am vergangenen Samstag seine Welt zerstört habe. Der Junge teilte mit, dass er an der Anhörung zur Frage der Freilassung des Täters gegen Kaution teilnehmen werde. Er stand unter starkem Stress und wollte den Mann sehen, der seiner geliebten Freundin das Leben genommen hatte. Sowohl er als auch die Eltern der Verstorbenen waren überzeugt, dass Gerechtigkeit walten und der Täter seine gerechte Strafe erhalten würde. Am Mittwochnachmittag erschien der 62-jährige Herr Monahan vor Gericht. Sein Anwalt erklärte, dass sein Mandant nicht fliehen werde und daher bis zur Anhörung unter Hausarrest gestellt werden könne. Der Verteidiger betonte, dass der Mann seit über 30 Jahren Eigentümer des Hauses sei, in dessen Nähe sich die Schießerei ereignet habe, und ein angesehenes Mitglied der Gemeinde sei. Alle kennen ihn als zuverlässigen Menschen. Kevin Monahan war Inhaber eines kleinen Unternehmens, doch trotz alledem entschied das Gericht, ihn ohne Recht auf Kaution in Haft zu behalten. Die Anhörung wegen Mordes und Fälschung von Beweismitteln wurde für den 1. März 2024 angesetzt. Bis dahin blieb der Mann in Haft. Als die Anhörung begann, war die Position der Verteidigung klar. Monahan stimmte der Version der Anklage nicht zu. Nach Angaben seines Anwalts drangen spät in der Nacht 2 Autos und ein Motorrad mit dröhnenden Motoren und hoher Geschwindigkeit in das Grundstück des Mannes ein und erschreckten ihn und seine Frau zu Tode. All dies geschah, obwohl das Licht im Haus ausgeschaltet war. Es erschien seltsam, dass die jungen Leute nicht schon von weitem begriffen hatten, dass in einem Haus, in dem sich Jugendliche aufhielten, zwangsläufig Lärm, Licht und andere Autos zu erwarten gewesen wären. Die Monahans hatten keine Ahnung, wer diese Leute waren und was sie hier taten, deshalb erschraken sie einfach und hielten sie für Gangster. Der erste Schuss wurde laut Aussage der Verteidigung abgefeuert, um die ungebetenen Gäste zu verscheuchen. Im Dunkeln bemerkte der Mann jedoch einen Nagel, der aus dem Boden ragte, stolperte darüber und ließ das Gewehr fallen. Aufgrund einer angeblichen Fehlfunktion des Mechanismus löste es beim Fallen einen weiteren Schuss aus. Durch einen Zufall traf die Kugel Kaylin Gillis und fügte ihr eine tödliche Verletzung zu. Der Anwalt war redegewandt. Er erklärte, dass bei einem Opfer und einer Tragödie alle den Bösewicht sehen wollten. Allerdings gebe es nicht immer einen. Der Verteidiger bestand darauf, dass das Geschehene das Ergebnis einer Reihe tragischer Zufälle gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft behauptete weiterhin, dass niemand Kevin Monahan und seine Frau unter irgendwelchen Umständen bedroht habe. Den Reifenspuren nach zu urteilen, die am Ende der Auffahrt des Mannes sorgfältig untersucht worden waren, waren die Autos und das Motorrad in gerader Linie losgefahren. Das bedeutete, dass sie bereits gewendet hatten und wegfahren wollten. Wäre es so gewesen, wie der Täter behauptete, hätte es Bremsspuren gegeben, die bei einer scharfen Kehrtwende zurückgeblieben wären. Es gab keinen Grund zu der Annahme, dass die jungen Leute, die sogar spät in der Nacht angekommen waren, eine Bedrohung für das Ehepaar darstellten. Das galt insbesondere für Kaylin Gillis. Die Vermutung, dass die junge Frau an einer Straftat beteiligt gewesen sein könnte, klang für alle, die sie kannten, absurd. Der Anwalt war der Ansicht, dass die jungen Leute aus irgendeinem Grund in der Nähe des Hauses geblieben waren, was das ältere Ehepaar nur noch mehr erschreckt und den Mann dazu veranlasst habe, unter dem Einfluss seiner Angst zu handeln. In seinem Schlussplädoyer erklärte der Bezirksstaatsanwalt den Geschworenen, dass der Täter unter dem Einfluss von Wut gehandelt habe. Er habe einfach nur die ungebetenen Gäste vertreiben wollen, ohne sich mit den Umständen auseinanderzusetzen. Es sei ihm völlig egal gewesen, ob er jemanden verletzen oder sogar töten würde. Er habe zumindest kriminelle Fahrlässigkeit gezeigt. Dies zeigte sich auch in der völligen Reuelosigkeit des Angeklagten. Kevin selbst weigerte sich auf Anraten seines Anwalts, zu seiner Verteidigung auszusagen. Das war ein zu riskanter Schritt, insbesondere für jemanden, der so weit vom Justizsystem entfernt war. Die Geschworenen brauchten weniger als 2 Stunden, um zu einer Entscheidung zu gelangen.
Kevin Monahan wurde des Mordes zweiten Grades, der Gefährdung von Personen und der Fälschung von Sachbeweisen für schuldig befunden. Der Richter verurteilte den Täter zu 25 Jahren Haft wegen Mordes sowie zu 4 Jahren wegen Fälschung von Sachbeweisen und rücksichtsloser Gefährdung von Personen. Der Richter erklärte, der Mann habe es verdient, die gesetzlich mögliche Höchststrafe im Gefängnis zu verbüßen. Bei der Urteilsverkündung waren Freunde und Familienangehörige von Kaylin Gillis im Gerichtssaal anwesend. Sie waren mit der Entscheidung zufrieden und weinten, während sie sich umarmten. Kaylins Vater äußerte die Hoffnung, dass der Täter sterben werde, ohne jemals wieder in Freiheit zu kommen. Der Anwalt des Mannes erklärte hingegen, er werde eine Milderung des Urteils und eine Revision des Falles beantragen. Als Kevin Monahan aus dem Gerichtssaal geführt wurde, brach die Familie Kaylins in Applaus aus. Ihm wurde hinterhergerufen: Feigling. Der Senator und andere Politiker des Bundesstaates New York verurteilten nach der Verhandlung die zunehmende Gewaltanwendung mit Schusswaffen. Dieser Vorfall warf erneut wichtige Fragen hinsichtlich der Gesetzgebung zum Gebrauch und Tragen von Schusswaffen auf. Freunde und Familie von Kaylin starteten eine GoFundMe-Kampagne, um die Kosten für die Beerdigung zu decken. Bis zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung kamen etwas mehr als $103.000 zusammen. Derzeit befindet sich Kevin Monahan im Gefängnis von Warren County. Seine Frau kämpft zusammen mit seinem Anwalt um eine Revision des Urteils. Beide sind überzeugt, dass der Mann aufgrund der öffentlichen Resonanz, die nicht nur mit dem Tod von Kaylin, sondern auch mit dem Mord an dem Teenager Ralph Yarl verbunden war, voreingenommen behandelt wurde. Am 14. Februar 2021 bekannte sich Andrew Lester, der Täter im Fall Ralph Yarl, des Angriffs zweiten Grades, für schuldig. Doch während er auf seine Verurteilung wartete, starb der 84-jährige Mann am 19. Februar 2025 eines natürlichen Todes. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.